Ja, seine. Mir ist nicht so gut. Dir ist nicht so gut. Was ist denn, rede ich dir zu laut? Da muss ja aufpassen. Ich darf nicht so laut reden jetzt, ne? Ja, das ist richtig. Mir ist auch ein bisschen schlecht. Ja, du hattest ja auch gestern eine lange Nacht, ne? Also beziehungsweise. War gar nicht so lang. Nee, war eigentlich ziemlich kurz, aber dafür sehr effektiv, ne? Oder? Hat's Spaß gestern, ne? Ich hatte Spaß gestern. Aber Ja. komm, wir legen los. Wir legen los. Folge Intro, 5. Folge 5 jetzt schon. Crazy. Intro ab. Yay! Ja, jetzt sind wir auch technisch sind wir ein bisschen, wie sag mal, versierter, ne? Wir haben ein Mindset haben wir uns aufgebaut. Ein Mindset. Ein Mindset, was die Technik angeht. Verstehst du das nicht, oder was ist ein Mindset? Nee. Das ist, wenn du... Ich glaube nicht, dass Mindset das richtige Wort dafür ist. Boah, ich habe meine eigenen Wörter, genauso wie ich meine eigenen Regeln und Gesetze habe. Ja? Ich weiß. Es nervt. Naja. Ja, du redest nur noch von Podcast-Technik. Es gibt nichts anderes mehr. Gestern saßen wir im Auto und dann habe ich so gesagt, boah, wenn du aus Australien wiederkommst, dann machen wir so ein richtig geiles Weihnachtsessen, so mit Rotkohl und Klößen und war so voll so in so einem cozy Modus und wollte so unser Weihnachten, weil wir machen das ja jetzt seit 2 Jahren schon so, dass wir einmal so unser Weihnachten kurz vor Weihnachten feiern. Ja. Und wollte das eigentlich so mit dir besprechen und dann kommst du so, ja, also wenn wir dann da die Spur und dann wenn ich das so ausspiele in der Datei und dann brauche ich noch das und dann schneidet er das und ich so, hä? Ich wollte mit dir über Weihnachten reden. Ja, bei mir ist das, wenn ich ein Thema im Kopf habe, dann spielt sie das 24/7 ab und es gibt nichts anderes für mich. Weißt du? Ja, ist ja schön, dass du dich so mit dem Podcast beschäftigst. Du musst es so sehen. Ich möchte ja, dass es für uns das bestmöglichste und einfachste du redest sehr laut. da ist, dass wir dann halt schön zusammensitzen und reden können, was wir dann halt ja meistens immer nur einmal die Woche machen. In der Woche schweigen wir uns an. Richtig. Ja. Wir können ja auch dann unser Weihnachten hier im Podcast, dann kommt ja unser Tisch, ne? Genau, die ganze Familie. Unser kleines Weihnachten, unser kleines David-Sina-Weihnachten, David-Sina-Frieda-Weihnachten. Ach so, ja. Das können wir hier machen. Das können wir zusammen machen mit unseren Freunden jetzt da draußen alle. Ne? Ja. Wir sind ja jetzt hier auch auf YouTube, ne? YouTube. Wir machen jetzt auch YouTube. Oh ja, das war auch. Oh Gott, dieses YouTube. Ja, also, ja, was soll ich sagen? Das ist schon scheiße Guckt viel euch Arbeit. das an, damit sich das lohnt. Aber streamt bitte auch weiterhin bei Spotify, weil jetzt geht nicht alle zu YouTube, sondern streamt auch da, wo ihr streamt. Ich wollte schon immer mal ein YouTuber sein, weißt du? Ein YouTuber. Ich wollte ein YouTuber sein. Und jetzt habe ich auch YouTube, aber das Schneiden und alles, ja, also Leute, sorry dafür, viel Schnitt und sowas ist da nicht, das ist einfach nur ein Standbild. Aber auch da bist du ja schon dran. Da bin ich schon dran, aber das braucht alles noch so ein bisschen Zeit, ne? Aber ja, ne? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man muss sich überall im Leben immer ranpirschen. Ne? Weiterbilden, genau, das ist das richtige Wort, ne? Ja, naja. Wie geht's dir so? Mir geht's sehr gut. Ich war gerade duschen. Wird auch mal Zeit. Was ist mit dir? Hast du deine Fingernägel, hast du die lackiert für heute oder nicht? Ich habe die gestern lackiert, bevor wir ins Taxi gestiegen sind. Okay. Noch so wirklich, das Taxi stand schon vor der Tür. Das ist gut, ich bin halt schnell da drin, die zu lackieren. Zack, zack, ich habe die ja schon mal im Auto lackiert. Ja. Also während du gefahren bist. Während ich gefahren bin. Ich habe das auch schon mal gemacht, während ich gefahren bin tatsächlich. Echt? Immer jetzt, an so Ampelphasen. Jetzt weiß ich, warum du deinen Führerschein auch verloren hast. Zu Recht. Immer nur an der roten Ampel, nicht während der Fahrt. Ja. Aber wenn ich gerade an der roten Ampel stand. Ja. Ja, was haben wir denn gemacht? Also erzähl mal, wo waren wir denn gestern? Gestern waren wir bei Querbeat auf dem Konzert und es war mega geil. Querbeat ist einfach die beste Band, die es gibt. Ich muss, ohne da eifersüchtig drüber zu sein, muss ich sagen, dass Querbeat wirklich mit Abstand, und ich habe schon gedacht, EC wäre eine krasse Liveband, ne? Weil da steckt schon viel hinter, was man da so macht. Aber Querbeat, das ist ja der Wahnsinn gewesen. 15 Leute, glaube ich, 13, 15? 13, ne? 13 haben wir gestern. Auf der Bühne, ne? Ja. Genau. Ja, und das sind, ich muss dazu sagen, Querbeat habe ich ja kennengelernt auf Nova Rock Festival, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Und da waren die schon, sind unfassbar sympathische Kerle. Eine Frau auch mit dabei und eine Frau auch dabei, ja. Unfassbar sympathisch und was die für eine, die ganze Live-Show, die ganze die haben Bühne. So eine geile Energie einfach. Volle Pulle. Und das hat so Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die auf den Querbeat-Konzerten sind oder gestern auch waren, das war so ein geiles Publikum, weil einfach jeder Spaß hatte. Weißt du, da gab es nicht irgendwie, dass einer den anderen doof angemacht hat, blöd angeguckt hat oder irgendwas. Und ich meine, die hatten ja schon anfangs hier diesen Banner da draußen, radikal positiv. Und die sind scheiße radikal positiv. Das ist Man muss ja dazu sagen, wir waren gestern in Düsseldorf. Das ist ja für mich, also als Kölnerin geht man nicht nach Düsseldorf. Ja. Aber Querbeat war da. Und deswegen war es auch in Düsseldorf war es geil. Die Leute waren gut drauf, die waren selber, das hat so Spaß gemacht. Und es war ja ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil du gehst, der private David, der berufliche immer auf Konzerten ist, der geht ja privat nicht gerne auf Konzerte, weil da sind so viele Leute und da ist das und dann ist das da so eng und dann weiß ich nicht und was ist, wenn mir das nicht gefällt. So, und dann habe ich aber gesagt, das ist aber Querbeat und du kennst die, bitte lass uns dahin gehen. Ja, und dann war es ultra geil. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin da hingegangen aufgrund deinem Gemütszustandes der Woche. Man muss dazu sagen, jetzt hier für unsere Freunde da outside in the world, ne? Sina ist seit einer Woche nicht gut drauf. Ich habe eine Lebenskrise. Genau. Entweder war das so, dass du denkst, dass du der 30 näher rückst, dann irgendwie, dass alles irgendwie Kacke ist, dann, dass dir die Decke auf den Kopf fällt. Ja, es kommt alles zusammen. Ja, und dann habe ich mir nämlich gedacht, ja komm, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf so ein Konzert. Aber ja, machst du deiner Freundin mal, tust du dir mal was Gutes, wa? Habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut, weil ich weiß, dass dich das Überwindung gekostet hat. Naja. Aber warum ist das so? Warum gehst du selber ungerne privat auf Konzerte? Boah, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe Platzangst, beziehungsweise ich habe, sobald viele Leute da irgendwie da sind, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß nicht, haben wir? Na doch. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise bei vielen Dingen sehr, sehr sensibel oder nennt sich hochsensibel. Hast du das schon mal gehört? Ja, von dir. Ja. Und ich bin sehr sensibel, was viele Sachen angeht. So. Und das hört sich jetzt voll doof an, dass ich Dinge spüre. So, aber ich spüre tatsächlich ziemlich viel. Ich spüre heute auch die 8 Bier, die ich gestern getrunken habe. Aber wenn man reizüberflutet ist oder wenn sehr viele Menschen auf einem Haufen sind und dann ist es alles noch so eng und dann ist alles laut und das war wir waren jetzt vor kurzem auch bei dem Chinesen oder Japaner essen in Düsseldorf. Was sehr lecker war. Wir haben die Glückskekse vergessen. Die hole ich dann gleich kurz, ja. Okay. Und da war das dann so, dass du sitzt an einem Tisch, dann sitzt du dann irgendwie schon nebeneinander da mit 1000 Leuten. Das war sehr eng da tatsächlich. Und das Problem war, und alle haben so laut geredet. Ich schwör's dir, Sina, ich habe jeden scheiß Tisch gehört, worüber die geredet haben. Und das hat mich, ich habe dann ich weiß nicht, was dann bei mir passiert, aber das ist dann wie so eine kleine Panikattacke, dass ich dann so Schweißperlen auf die Stirn bekomme. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich bin komplett überfordert. Das ist alles so, das ist ganz komisch. Ich hatte zweimal in meinem Leben hatte ich eine richtig krasse Panikattacke und das war auf Fuerteventura. Das war ganz heftig und normalerweise am schönsten Ort für mich überhaupt, wo ich da war, bei der Hütte, wo wir auch dann irgendwann zusammen da waren. Ich habe da sehr viel Sport gemacht zu dem Zeitpunkt, habe versucht, mich von vielen Dingen abzulenken und und dann habe ich ein Frühstück gemacht, Frühstück aufgegessen und auf einmal, ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe das Laufen irgendwie verlernt, ich habe geschwitzt des Todes und ich wusste nicht, was los war. Und zu dem Zeitpunkt ich war mit dem Kollegen Kamil da drüben, der war aber unterwegs und ich war so überfordert, ich hatte keine Ahnung, das war ganz komisch und dann bin ich halt eingepennt ziemlich schnell, mich hingelegt, ja, und dann 4 Stunden durchgeschlafen und dann war wieder alles gut, aber das ist ja dann halt, ja, das sind halt Panikattacken so. Die sind echt scheiße. Das ist heftig. Also das ist ja, wenn du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst und ich glaube mittlerweile ist es ja ziemlich oft so, dass wir haben ja so viele Einflüsse auf der Welt, was gerade passiert und überall und bliblablub. Das ist ja so viel Leid auch und was einen selber belastet und ich glaube, das ist schon ziemlich schwer, dann manchmal einen klaren Gedanken zu fassen, um sich selber nicht zu verlieren, so, ne? Und ich glaube, bei dir war es jetzt so auch die eine Woche,
Da kommen halt viele Punkte zusammen, weil dir die Decke auf den Kopf fällt und ja, dann haben wir uns einen schönen Abend gestern gemacht. Halt, Ja, ich glaube, ich stecke halt einfach wirklich in einer kleinen Lebenskrise. Aber es ist nicht so, dass ich an dem einen Tag denke, oh mein Gott, ich werde 30, wie schlimm. Und ich denke an dem anderen Tag, oh Mann, ich bin ein arbeitsloses Stück. Sondern ich glaube, das spielt so zusammen, weil ich werde nächstes Jahr 30. Damit habe ich habe mit der Zahl, dass ich 30 werde, gar kein Problem. Ja. Ich habe eher so, da haben wir ja auch, ich habe es dir ja versucht zu erklären, ich hatte halt in meinem Kopf so einen Plan, wo ich quasi sein will, vor allem beruflich, wenn ich halt 30 werde. Ja, so. stimmt. Und viel davon habe ich schon erreicht, aber jetzt so zu wissen, naja, jetzt bin ich halt gerade nix so und es nervt mich halt, dass ich nichts mache. Also ich mache ja schon was, aber ich liebe meinen Job ja wirklich sehr und ich möchte halt meinen Job einfach gerne machen und jetzt, man muss ja auch, ich bin ja noch angestellt bis Ende des Monats, aber halt freigestellt, weil es halt einfach gerade kein Projekt gibt, was ich machen kann. Und das ist ja ein sehr luxuriöser Status, den ich gerade habe, dass ich halt frei habe und auch noch dafür bezahlt werde. Ja. Aber es nervt mich halt so brutal. Und natürlich das Unwissen, was dann jetzt so nächstes Jahr passiert. Also so zum Ende des Jahres keinen Job zu haben, ist auch wirklich richtig kacke, weil die stellt ja auch zum Jahresende kein Schwein ein. Ja. Aber ich führe Gespräche, das ist ja das andere, man denkt halt jetzt so, ich sitze halt den ganzen Tag rum und mache halt gar nichts. Ja. Das ist ja auch nicht so, also Gott sei Dank bin ich ja auch in der Position, dass sehr viele Leute aus der Branche sehr schnell auf mich zugekommen sind und mir Angebote gemacht haben und immer noch machen. Ja. Aber das wiederum führt ja zu meiner nächsten Lebenskrise. Aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, soll ich nicht da? Ich weiß es doch nicht. Ja, wir haben im Auto drüber geredet, das weiß ich noch, genau. Da sind wir zurückgefahren vom Japaner, glaube ich, ne? Ja. Und also ich finde, so, wenn man in solchen Lebensabschnitten ist, finde ich es immer, guck mal, also alles, was man sich immer ausmalt, oder du bist ja sowieso ein Mensch, der gerne plant, ne? Jetzt komme ich mal bei Floskeln hier so, ne? Aber guck mal, ich finde. Kann ich das heute vertragen? Ich weiß es nicht. Alles kommt am Ende, wie es kommen soll. Ja. Weißt du, das habe ich ja sogar tätowiert. Ja. Everything happens for a reason. Ja, richtig. Jetzt muss ich mir das einfach mehr angucken. Nee, so. musst manifestieren, so, weißt du? Ja. Und das ist so auf der einen Seite, also oder wie ich es zu dir auch gesagt habe, ist, anstatt jetzt irgendwie Trübsal zu blasen und sich zu denken, so hey, boah, alles ist kacke, dann versucht doch die Zeit, die 1, 2, 3 Monate, weil zum Jahresende wird es so sein, da ist es Schwachsinn, irgendwie vor Weihnachten dann eine Entscheidung zu fällen oder so. Aber die Zeit zu genießen und das zu machen, worauf man wirklich Bock hat. Und ich weiß, dass du deinen Job liebst und das auch alles gerne machst und du würdest das am liebsten sofort weitermachen. Aber auf eine andere Art und Weise dann halt das Leben zu genießen, ohne. Du hast halt ein riesengroßes Problem damit, abhängig zu sein. Das am Ende des Tages scheiße. Ist es dann so. Und das ist doch aber absolut nichts Schlimmes, weil finanziell bist du nicht abhängig von mir. Du bist ja nirgendwo abhängig. Eigentlich bist du ja nur abhängig von deinem Chef. So, das ist doch total absurd. Den ich ja nicht habe. Ja, den du nicht hast. Aber dann willst du willst ja davon abhängig sein von deinem Chef. So. Das ist ja komplett absurd. Und deswegen versuch zu genießen und selbst wenn jemand, weil viele Menschen draußen haben das Problem, nicht abhängig sein zu wollen, entweder vom Partner oder von irgendwas. Und alle wollen unabhängig sein. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich mit Janine Ullmann unterhalten, als sie mal hier war, was Abhängigkeit und Unabhängigkeit angeht. So, ne? Ich habe gar kein Problem damit, wenn ich irgendwann mal meinen Job verliere oder wenn irgendwas sein sollte und ich bin abhängig zum Beispiel von dir, habe ich gar kein Problem damit. Ich schmeiße den Haushalt, ich mache alles, du bist dann halt den ganzen Tag arbeiten und ich kümmere mich dann um andere Sachen so. Und das eine, ich finde es in einer Beziehung tatsächlich auch ziemlich wichtig, dass man auf irgendeine Art und Weise von dem Partner abhängig ist, weil eine Partnerschaft oder eine Beziehung lebt doch davon, dass man die Vorteile von dem Partner nutzt, so wie der andere Partner die Vorteile des anderen, weißt du? Und das finde ich dann zum Beispiel wiederum ziemlich interessant, weil alle wollen unabhängig sein. Wenn alle komplett unabhängig sind, ja, dann wofür führst du dann noch eine Beziehung? Dann geht es dann nur um Sex, ja, dann kannst du auch Sex kriegst du an jeder Ecke, so, weißt du?
Und, Oder wie wir von Steff Dingensbummens beim Promi-Büßen gelernt haben, wenn du ins Puff gehst, ist nicht betrügen. Ja, genau, ja. Sag mal, geht's noch oder richtig. was? Aber du weißt, was ich meine. Und deswegen so eine gewisses Maß an Abhängigkeit finde ich immer, oder finde ich gut oder finde ich noch nicht mal schlimm, weil ich habe gar kein Problem damit, irgendwie, weiß nicht, ein Hausmann zu sein oder, ich meine, ich kann nicht kochen, aber ich würd auch den ganzen Tag für dich kochen. Und ob du dann Durchfall bekommst oder nicht, ich meine, den Schritt haben wir jetzt auch schon hinter uns. Ich hatte von deinen Nudeln die schlimmste Magen-Darm-Krise meines Lebens. Da ist meine Lebenskrise ein Scheißdreck gegen, wirklich. Ja, das war echt hart, ja. Oh Gott, ey. Das hat sich auch gezogen. Ne? Ja, aber ich würd's machen, so, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man da an einem Strang zieht halt, ne? Ja, Entschuldigung, ich bin ja auch insofern von dir abhängig, dass du mich ja gerade von A nach B fährst. Ja, das kommt noch dazu und deswegen ist das ein größerer Abfuck für dich dann halt, ne? Ja, aber ich habe ja gestern dann das Leben genossen. Ja. Und dann hat Sehr aber genossen. mein Körper mir heute gesagt, Sina, du bist ein dummes Stück Scheiße. Was denkst du eigentlich, Ja. dass du noch genauso feiern kannst wie früher? Ja. Weil man muss sagen, früher habe ich keine Party ausgelassen. Ja, als ich stimmt. studiert habe und als ich Abi gemacht habe, ich hatte ein festes Programm. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Ich bin teilweise samstags vom Feiern heimgekommen, beziehungsweise direkt zur Arbeit gefahren. Als ich noch Studi bei Exclu war, Ja. bin ich mal echt 1-2 Mal direkt vom Club aus ins Büro gefahren. Und dann hast du gearbeitet. Das habe ich bei Thyssen-Stahlwerk damals genauso gemacht. Ja. Und jetzt, heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte halt, ich muss sterben. Mir geht's heute wirklich nicht gut. Das war gestern so witzig, weil irgendwie, also so viel haben wir ja auch nicht getrunken und das war ja halt auch nur Bier da, ne? Und Bier ist ja auch so gar nicht meins. Und wie war da gestern mit dem Bier? Also dich auch mit dem Bier zu sehen, ist für mich dann halt so. Da habe ich wirklich gedacht, das geht jetzt komplett mit dir durch. Da sagst du zu mir, naja, ich bin da eher traditionell, also Frau mit Bier kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? So war das ja nicht gemeint. Das war, also ich bin im gewissen Maß, bin ich irgendwo konservativ, ja, aber ich habe vielleicht auch, leider, muss man dazu sagen, das Bild im Kopf von dem Menschen, der Bier trinkt, weißt du, der hat ein Unterhemd an, Senfflecken und fährt sich ein Fußballspiel rein. So, weißt du, und dann habe ich dich mit dem Bier gesehen, wie du das Bier da wegeckst. Ich habe das nicht weggeeckt. Ja, das war aber, außerdem ein Kölsch. Aber das war so dann für mich so, weißt du, und ich assoziiere das dann, Association dann mit dem Bild, was total absurd ist und warum auch immer. Aber dann war das für mich so, boah, irgendwie jetzt schießt sie sich da mit Bier ab und dann eine Stunde nenne ich die Jürgen. Jürgen, wie ist das? Ey, an alle Mädels, die diesen Podcast hören, bombardiert David bitte bei Instagram mit Fotos, wie ihr ein Bier trinkt. Bitte tut mir diesen Gefallen. Instagram, David Friedrich. Oh Mann, das wird so eine dumme Folge heute. Schickt ihm einfach ein Foto, wie er ein Bier trinkt. Ja. Ich finde es ja auch schön. Ich finde es ja, weißt du, das war ja null negativ gemeint, aber ja, man hat dann halt manchmal, und das ist dann so, weißt du, jeder von uns hat eine unterschiedliche Wahrnehmung, also jeder von uns Menschen, so, ne, ich spreche jetzt groß. Jeder. Die Weisheit der Woche kommt erst noch, zum Schluss. Okay. Aber jeder von uns hat ja quasi so eine eigene Wahrnehmung und die muss man zwischendurch manchmal verändern, weil ich meine, so wie wir groß geworden sind und das, was wir in unserem Leben erlebt haben, von klein auf bis heute zum Beispiel, prägt unseren Charakter und alles drum und dran. Und man muss und man sollte öfter mal sein eigenes Empfinden und seine eigene Wahrnehmung überdenken und reflektieren. Du lachst jetzt so, aber ich mache das ziemlich oft. Ich meine, ich habe manche Ansichten, die ziemlich krass sind. Aber ja, was lachst du denn jetzt so? Weiß ich auch nicht, weil ich irgendwie so dumm bin heute. Ja, wieder eine gute Folge. Oder? Oh Gott, ja. Also das Ding ist, ich habe in letzter Zeit trinke ich wirklich wenig, weil ich einfach merke, dass mein Körper das nicht gut findet. Nicht verträgt, ja. Und ich hatte aber auch gestern nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich super betrunken bin. Ja. Ich habe mich nur heute Morgen dann kurz gefragt, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war auch die Ich hatte Taxifahrt. einfach so ein kurzes Blackout. Die Taxifahrt war so witzig und ich meine, das kann man sich nicht vor. Okay, wir nehmen zwar jetzt auch für YouTube auf, aber ich müsste dafür aufstehen, wie das war.
Ihr müsst euch das vorstellen, ich gehe in Richtung der Taxen da und quatsche mit dem Kerl und wir haben 100 Euro tatsächlich bezahlt für den Hinweg und das ist scheiße viel Geld so. Aber haben wir gedacht, haben uns ja, komm. da abziehen lassen von dem Taxi hier aus Viersen. Naja. Ich hoffe, ihr hört das. Ja. Ihr habt uns verarscht. Und dann habe ich ein Taxi gefunden, der sagte, ja, 60 Euro, komm, steig ein. Und dann habe ich zu dir rübergeschrien, Sina war auf der anderen Straßenseite, war da gerade mit ihrem Handy beschäftigt und mit irgendeiner App da, wollten ein Taxi bestellen. Genau. Und ich rufe zu Sina, ey, hier 60 Euro, passt, ist okay, oder? Und ich habe ihn noch so angeflunkert, ich so, ja, auf dem Weg von Viersen hier nach Düsseldorf, ja, war ein bisschen günstiger, ne? Aber komm, 60 ist okay. Und im Kopf war aber, boah, Alter, geil, wir steigen auf jeden Fall ein. Ich guck dich an, sag, Sina, komm, 60 Euro, passt doch, oder? Und du, 50! 50! Ich konnte nicht mehr. Der will mich jetzt verarschen, steig in das scheiß Taxi ein, wir fahren jetzt. Ja, aber ich hab ja was 50! 5! Ich so, ey, ich steig jetzt ein. Ja, dann hab ich zu dir gesagt, so, ey, ja, dann halt nicht, so, ne? Nee, doch, ich komme. Und dann kackst du mich noch an, so, weil ich das Taxi da absagen wollte, so. Ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass mir zwischendurch ein bisschen schlecht geworden ist im Taxi. Und dann weiß ich aber auch nicht mehr, wie wir ausgestiegen sind und wie ich ins Bett gekommen bin. Ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit, wie du saßt dann da und wir haben noch die Bodecki haben wir noch angerufen, genau, ja, Evelyn. Ne? Da musste ich eben auch noch dran denken. Wir haben Evelyn angerufen und ich bin so dankbar, dass sie nicht in Düsseldorf war, weil wären wir noch mit Evelyn losgezogen in Düsseldorf. Ja. Es wäre vorbei. Es hätte nur 4 Podcast-Folgen gegeben. Genau. Ich hätte das heute nicht hinbekommen. Und und dann habe ich die ganze Zeit versucht, im Taxi dann irgendwie zu belabern, damit du irgendwie keinen Scheiß da baust und dann das dann doch nicht von 60 Euro Fahrtgeld dann irgendwie 200 Euro Saubermachgeld wird. Ja, und aber wir sind angekommen und war ziemlich witzig. Hast dich ja dann schön auf der Couch gelegt und dann direkt gepennt, ja. Nee, war schon witzig, muss man sagen. Aber war ein schöner Abend, muss man echt sagen. Verbiet, also für alle Menschen da draußen. Ich konnte anfangs nichts mit dieser kölschen Musik anfangen, hab sie aber lieben gelernt und Querbeat an euch alle da draußen. Ey, das, was ihr da auf der Bühne macht, ist super geil. Deswegen ab jetzt immer EC und Querbeat. Und die machen ja nicht nur kölsche Musik. Nee, das ist eine super musikalische Truppe und alles auch Bombenleute und den Vibe, den man da auf dem Konzert hat, das ist selten. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Deswegen beim nächsten Mal Querbeat, wir sind natürlich wieder am Start. Längstes Arena, glaube ich, nächstes Jahr, ne? Ja, auf jeden Fall in Köln am 6.4. Ja. Da gehen wir hin. Ja, sind wir auf jeden Fall am Start. Es war aber nicht unser einziges alkoholisches Getränk diese Woche. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt das erste Mal. Wir haben ein Shiny Winey getrunken. Schon gut, ne? Shiny Winey ist super. Das ist jetzt halt Glühwein. Das ist Glühwein. Das ist wir müssten so einen Glühwein rausbringen, oder? WSGMN Shiny Winey. Ja. Also Shiny Winey kam zustande, weil du mich gefragt hast, was Glühwein auf Englisch bedeutet. Ja. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, Shiny Winey würde ich sagen. Ja. Und das fand ich so witzig, dass ich mir gedacht habe, ey, ja, Shiny Winey ist jetzt Glühwein. Geil. Ist wir mega. machen einen eigenen Stand auf. Deswegen, Leute, scheiß mal auf das Foto mit dem Bier. Ist ja jetzt bald hier Glühweinzeit, deswegen schickt mal. Was heißt denn bald? Es ist schon. Ja, oder es ist schon Glühweinzeit, deswegen an euch da draußen, schickt mal, wenn ihr auf einem Weihnachtsmarkt seid und einen Shiny Winey trinkt, das Foto könnt ihr schicken. Das schickt ihr uns beim WSGMN-Kanal und dann trinken wir alle gemeinsam Shiny Winey. Oh, wie schön. Ist doch süß, ne? Ja. Entschuldigung. Nee, gar kein Problem. Ne? Ja, eigentlich wollten wir unsere Glückskekse knacken, aber also ich bin nicht in der Lage, nach oben zu gehen und die zu holen, deswegen mache ich einfach weiter. Ja, du kannst ja auch, hast du einen Monolog, den du führen kannst? Dann nee, ich bin nicht David Friedrich, ich kann keine Monologe führen. Nee. Doch. Nee. Du kannst auch ich gehe kurz holen und du kannst den Leuten erzählen, wie schön die Nachrichten waren, die wir für die Bewertungen bekommen haben, weil die waren tatsächlich ziemlich schön. Lass mich jetzt nicht alleine, das bringt mich jetzt in eine unkomfortable Situation. Wie hast du Angst, mit den ganzen Leuten jetzt alleine hier zu sitzen, weil hier so viele Leute sind, oder was? Ich
brauche einen Ansprechpartner. Du brauchst einen Ansprechpartner. Also normalerweise kann ich das, aber ich kann das nicht heute. Heute geht nicht. Ja, dann müssen wir die Glückskekse für die nächste Folge machen. Das machen wir nächste Folge. Ja. Nee, aber tatsächlich, wir haben ja ein kleines Gewinnspiel gemacht und haben ja dazu aufgerufen, uns zu bewerten bei diversen Streaming-Plattformen. Ja. Und ich habe halt gesagt, schickt einen Screenshot. Ja. Ey, die Leute haben aber richtig geile Mails dazu geschrieben. Und ich habe mich so darüber gefreut. Ich habe zu dir gesagt, ey, ich habe heute an einem Tag mehr Wertschätzung bekommen als in 10 Jahren Berufsleben. Und dahinter stehe ich auch. Das waren so nette Mails und so coole Mails und ich habe mich und da kommen immer noch welche rein. Also heute ist ja Sonntag und unser Gewinnspiel geht ja bis Mittwoch. Also wenn ihr die Folge hört, dann haben wir eventuell schon, je nachdem wann ihr die hört, haben wir schon jemanden ausgelost. Aber Mittwoch, wenn die Folge online geht, dann gibt es auch den Gewinner. Ja. Und wir haben ja nicht gesagt, was es zu gewinnen gibt. Es gibt eine kleine Überraschung. Das wird eine Überraschung, ja. Das stimmt. Und die Mails waren wirklich, das war echt cool. Also das zu hören ist dann halt so schon Balsam für die Seele, ne? Also, es kam auch die Frage nach einem Live-Podcast. An einem Live-Podcast? Ja, entspann dich. Peter, entspann dich. Also ich sag mal so, ich sitze auf der Bühne hinterm Schlagzeug, das hat schon einen Grund. So, wenn ich jetzt auf der Bühne sein müsste und reden müsste, ja, dann wir würden das mit den Leuten zusammen machen. Wir würden uns dann in der Mitte setzen, so einen Stuhlkreis. Ja. Ich glaube, so eine Live-Show wäre schon geil, ja, vielleicht irgendwann mal. Gucken wir mal. Aber ja, dann müssen halt die Leute auch hinkommen, ne? Ja, das wäre schon gut. Ja. 3 ist ein bisschen wenig. Also, ja, haben wir vielleicht 4 Leute. Also Mamas, Papas werden da sein. Ja, obwohl so, du hast ja eine große Familie. Ja. Und mit denen würden wir schon so eine kleine Halle voll kriegen. Ja, das stimmt. Also von daher, nein, aber wir haben uns da wirklich richtig krass drüber gefreut. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Das war echt nett, auch ich meine, wir machen den Scheiß hier, das ist ja angefangen ohne Konzept, ohne irgendwas, ohne wirklich einen roten Faden, nur, dass man halt quatscht und irgendwie, für sich selber versucht, eine gute Zeit zu machen, so, ne? Rückblickend war die erste Folge schon nicht gut. Richtig, ja. Und dass dann doch so viele Leute da sind, sich das hier anhören und da auch mittendrin sind. Es sind viele Nachrichten, die ich bekommen, wo die Leute sagen, hey, das ist wie, du denkst und fühlst oder weißt du, das ist wie, als wenn du wirklich mein Kollege bist. Und hiermit sage ich auch offiziell, ihr seid alles meine Kollegen. Und auch Freunde, Freundinnen. Also ich kann das Gendern, KollegInnen und so. Sorry, das Gendern, das ist Sinas Baustelle. Ich bin da raus, ich kriege das irgendwie nicht richtig hin. Aber für mich sind alle Menschen immer willkommen und sind auch immer meine Freunde. Also von daher. Ich sagen, meine Kollegas. Meine Kollegas. Ihr seid alle meine Cousins, nicht nur der Podolski. Meine Cousins und CousinsInnen. Und deswegen habe ich auch gedacht, alles klar, dann versuchen wir jetzt wirklich deeper mal in manchen Sachen, also wenn die Leute weil wir auch viele Nachrichten bekommen haben mit tiefgründigen Sachen, dass man dann hier auch mal über sein Leben und seine Schicksale redet, die in der Vergangenheit so passiert sind. Und deswegen geht die Folge jetzt auch so ein bisschen über die Bachelorette, glaube ich, weil ich ja so ein Fable für die Bachelorette habe. Ne? Ja, nee, also der Hintergrund, dass wir ja in der vorletzten Folge drüber gesprochen haben, über unsere Beziehung und du gesagt hast, das war ja diese ganze Bachelorette-Zeit war ja was, worauf du quasi gar nicht, oder alle kannten dich für was, worauf du nicht stolz warst. Ja, genau. Und dann kam die Frage, warum hat David eigentlich bei der Bachelorette und auch dem Dschungelcamp mitgemacht, wenn er doch gar nicht dahinter stand und nicht stolz darauf war oder ist? Ja, gute Frage, ne? Also wenn ich das beantworten könnte, du. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, ne? Pass mal auf. Also anders, damit du jetzt nicht anfängst, einen Monolog zu halten. Wie kam es, sonst kann ich nämlich die Glückskekse holen, wie kam es denn, dass du bei der Bachelorette mitgemacht hast? Da muss ich jetzt ein bisschen zurückspulen halt, ne? Ich hatte 4 bis 5 Monate hatte ich frei damals. Wir sind von irgendeiner Tour zurückgekommen und dann hatte ich halt monatelang frei oder fast ein halbes Jahr hatte ich frei, wo wir nicht auf Tour gegangen sind. Wo man halt quasi nichts gemacht hat. So. Und, kann ich ja froh sein, dass du nicht nochmal mitgemacht hast, weil du hattest ja jetzt auch wieder ein bisschen frei. Ja, vielleicht war ich ja irgendwo, weißt du nicht, weil siehst du mich irgendwie bei RTL Plus in so einem Dating-Format. Ich hatte monatelang frei und habe mir gedacht, boah, scheiße, ein bisschen überfordert mich das, weil ich schon so ein Typ bin, der Bock hat, irgendwie Sachen zu machen und viel unterwegs sein will tatsächlich auch und die Stille eigentlich in meiner Vergangenheit nicht so abkonnte.
und immer Leute um mich rum brauchte. Und dann habe ich mit meinem Kollegen Alex, mit dem Buxi, ziemlich viel zu Hause abgehangen. Da waren auch noch ein paar andere Kollegen da und dann lief die Werbung von der Bachelorette tatsächlich im Fernsehen. Und er sagte, ey, mach doch bei so einem Scheiß mit, ist doch voll witzig. Du bist ja, und zu dem Zeitpunkt wussten die Leute nicht, dass ich auch einer bin, der viel redet. So ist er. Oder der viel Quatsch macht auch und so. Und dann hatte ich ein paar Kontakte das war Warner TV damals oder Warner Brothers. Und dann habe ich mit denen telefoniert und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass man dann zum Vorsprechen hingegangen ist und dann mit denen gequatscht hat. Und das war eigentlich alles nur so, ja, immer gucken so. Und Bruxi sagte immer so, ey, boah, mach das, ey, das ist doch voll witzig, guck mal, da hast du was zu tun. Dann machst du da ein paar Dates, ist doch geil, dann hast du ein bisschen Marketing für die Band, ist doch mega. Und nutzt die Zeit dann da drüben, kriegst im Best Case dann noch ein bisschen Kohle für und machst da Urlaub und lernst ein Mädel kennen. Ja, und aber ich habe dazu direkt eine Frage. Ja. Vorsprechen, ist es dann wie so ein richtiges Casting? War das dann auch schon mit Kamera oder war das einfach nur so wie ein Bewerbungsgespräch? Ja, das war wie, die Leute von RTL waren dabei, ich glaube der Chef damals oder so und und die Produktionsfirma oder so, ne? Oder Leute von Warner. Und dann musste ich mich da auf so einen Stuhl setzen und eigentlich musste ich nur über mein Leben reden. Also, okay, aber da lief eine Kamera dabei. Da lief eine Kamera mit. Boah, ja, das genau. würde ich so gerne das sehen. Material? Nee, auf keinen Fall. Oh. Wie ich dann da sitze wie bei gegelten Haaren. Warte mal, wen kenne ich denn? Nee. Das haben die schon gelöscht. Ach Quatsch, das löschen die doch nicht. Ja, und dann saß ich da bei diesem Casting und dann haben die mir da, weiß ich nicht, 20 Fragen gestellt, so, die musste ich ganz normal beantworten. Und dann bin ich da rausgegangen, habe dann direkt den Bruxi angerufen und habe gesagt, ja, ich war gerade bei dem Casting hier und ja, keine Ahnung, aber eigentlich auch scheißegal, so, ne? Und dann haben wir uns eigentlich währenddessen die ganze Zeit nur kaputt gelacht, weil das so absurd war, dass man da überhaupt mitmacht, weil, ja, keine Ahnung, das irgendwie so eine absurde Situation war, so, ne? Wie auch immer. Und dann, 3 Wochen später, da kam dann irgendwann die Nachricht, hey, ja, du bist dabei. Und da war ich gerade auf dem Weg mit meiner Mutter, das weiß ich noch ganz genau, nach Polen, weil ein Verwandter von uns ist leider verstorben. Und dann waren wir auf dem Weg dahin. Und dann kam der Anruf. Und dann habe ich gesagt, ja, ich rufe gleich zurück, weil wenn man mit Mama Auto fährt, dann muss man ja auch anhalten dann. Ne? Und dann habe ich mit denen telefoniert, ja, und dann kam dann die Zusage. Und dann haben die auch sofort gefragt, ja, bist du dann auch jetzt dabei, ne? Und ich zu denen dann so, ey, entspannt euch mal. Also ich muss das erstmal alles abklären mit allen anderen, so, ne? Wie viel Zeit lag dann zwischen Zusage und wann sollte es dann losgehen? War es jetzt so ein Ding, so, Achtung, in 2 Wochen geht's los, aber ist so in 2 Monaten ist Drehstart? Boah, das weiß ich gar nicht mehr richtig, aber es ging ziemlich flott, weil ich war einer der letzten, glaube ich, beziehungsweise ich glaube... Beste kommt ja zum Schluss bekanntlich. Ja, genau, ja. Und ich war dann halt die Bewerbungsphase, die offizielle war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Und ich habe mich da irgendwie durchgemogelt, weil irgendwie man den einen von dem anderen und den Cousin und die Tante von dem Onkel kannte und keine Ahnung was so, ne? Poldi hat Casting gemacht. Poldi hat das Casting gemacht, ne? Ja, und dann, dann habe ich alles geklärt und und dann habe ich, bei RTL habe ich aber offiziell zu denen gesagt, quasi auf Kamera so von wegen, weil die auch gefragt haben, warum willst du da mitmachen? Da habe ich zu denen gesagt, hey, ich habe Bock, ich sehe es als Urlaub oder als Abenteuer, wirklich. Quasi, ich kriege hier auch noch ein bisschen Geld dafür, ist auch mega, das heißt, ich verdiene hier auch noch ein bisschen was. Und im Best Case ist dann ein Mädel bei, die ich cool finde. Und wenn nicht, ja, dann haben wir da halt eine gute Zeit. Und das war's. Und gleichzeitig aber auch noch Marketing für die Band. So, das war so die Intention von allem halt, ne? Und dann, und dann ging es halt wirklich los. Ne? Ja. Und dann hat man. Aber gab es einen Moment, wo du so dachtest, Alter, was mache ich hier eigentlich? Ja. Also kurz bevor es dann losging, hast du irgendwie da hatte ich Bock. Kalte Füße? Nee, gar nicht. Ich hatte richtig Bock. Irgendwann so, ich habe mit der Band gesprochen und alles, wir haben alles gecheckt und so, alles war super. Alle haben sich gefreut, sag klar, ja, mach da dein Ding und hab Spaß, so, bau da keinen Mist und so und ist doch cool. Ja, und dann war ich da mittendrin und nach einer Woche wirklich in dieser Villa mit den Jungs, habe ich mir gedacht, fuck, Alter, was mache ich hier? Das ist so, ich bin hier so fehl am Platz. Nicht, weil die Leute scheiße waren. Wir hatten tatsächlich da zu dem Zeitpunkt oder in der ganzen Zeit, die man drüben war, und ich weiß ganz genau, 53 Tage habe ich gedreht. Und jeden Tag ist da ja immer was passiert, so, ne? Und das hat richtig Spaß gemacht, ohne Scheiß. So ein Scheißformat, Alter, macht richtig Spaß, wenn du in der Situation drin bist. Und für mich dann halt zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es gut war oder nicht gut war, zum damaligen Zeitpunkt war es gut, war halt die Paschka dann da. Und ich habe mich echt am Ende verguckt und auch verliebt in sie. Das war niemals
irgendwie so, dass man da hingeht und sagt, boah, man will sich verlieben und keine Ahnung was. Und das war für mich ja schon immer so, okay, ja, da hast du ja jetzt jemanden, die macht da mit, weil die dann, keine Ahnung, ihr Fernsehding machen will und alles ist super. Und ich wollte eigentlich nur meinen Schnaps trinken und eine gute Zeit haben und das war's. Ja, und dann war da halt ein Mädel, die, weißt du, die polnische Wurzeln hatte, die weiß, wie das Geschäft funktioniert, beziehungsweise für mich als Musiker, die das versteht, wenn man mal öfter unterwegs ist oder wenn, ja, ist halt ein anderes Leben, was man führt, so. Sie kam aus Essen. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt in Mörs gelebt. Da waren ja so viele Dinge bei, wo ich mir gedacht habe, ey, ja, scheiße, aber da passt ja, ist doch gar nicht mehr kacke. So. Und wir haben uns auch, muss man wirklich sagen, zum damaligen Zeitpunkt wirklich gut verstanden. Das kommt noch dazu. So. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und worüber ich lachen muss, die ersten Schlagzeilen, die kamen oder was RTL dann ausgespuckt hatte, war so David, der Adrenalin-Junkie und keine Ahnung was. Ja, also was die KollegInnen sich dabei gedacht haben, das frage ich mich bis heute, weil also den Adrenalin-Junkie. Ja, und das war mit den Jungs, mit denen ich davor abgehangen habe, in meiner alten Wohnung damals, bevor ich mich beworben habe. Waren von Kifferleuten bis hin zu, wir haben nur abgehangen und nichts gemacht, jeden Tag Pizza bestellen und keine Ahnung was. Und wirklich nur abgehangen und nichts gemacht. Ne? Wir haben gar nichts gemacht. Und dann kommt die erste Schlagzeile, die von mir kommt, so von mir, ja, David, der Adrenalin-Junkie und bla bla bla. Die haben sich alle bepisst vor Lachen. Ich gedacht habe, was ist das für Bullshit, Alter? Das ist doch nicht der David, den wir kennen. So, ne? Also ich habe da nicht gekifft, so, ne? Nur verständlich, weil die Mama hört ja auch zu, ne? Also entspann dich. Aber ja, ich war halt mittendrin zwischen, ja, ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben anfangen soll. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen. Und das also geht's dir so wie mir? Jetzt gerade schon, ja. Aber ja, es hat sich dann entwickelt, ne? Ja, und dann war es ziemlich cool. Also was ich mich ja immer frage, und das ist so lustig, weil ich meine, das ist ja eigentlich mein Bereich, aber trotzdem habe ich, was das angeht, so viele Fragen, weil ich ja so ein Format tatsächlich noch nicht gemacht habe. Mhm. Dann gibt es ja diese Dates. Ja. So, und dann, wie ist es denn, wenn man dann so ein Date hat und dann sind da einfach, keine Ahnung, 8 Kameras dabei? Ja, das erste Date, das war schon ungewohnt. Und ich glaube, ich hatte das allererste Einzeldate auch noch mit dir. Ja. Ich habe die Staffel, ich kenne die Staffel, ja. Also ich habe die damals geguckt und dann habe ich ich gucke die manchmal, wenn du nicht da bist. Nicht dein Ernst, Alter, auf gar keinen Fall. Mit Sarah und Henning. Nee. Ich gehe manchmal zu unseren Nachbarn rüber, die hören das jetzt auch und die werden jetzt lachen. Dann war ich da und dann haben wir angefangen, das zu gucken und wir würden das ja auch gerne mit dir zusammen gucken, aber du willst das einfach nicht sehen. Auf gar keinen Fall, ne. Ja, weil wenn man sich da so sieht, dann, also ich schäme mich dann in manchen Sachen. Also ich mache da jetzt keine Scheiße so, ne, aber irgendwie, dann, wie ich dann da sitze und dann irgendwie. Warst auch schon so ein Cooler, ne? Ja, war schon so ein, weißt du, so, ja. Du wusstest auch schon, dass du so ein Cooler bist und dass die Frauen auf dich abfahren. Nee, so, gar ne? nicht, nee. Und das ist so, boah, ich mag meine Art und Weise da irgendwie gar nicht, aber naja, ich meine, ich bin ja jetzt auch fast 10 Jahre älter. Naja, komm, 7. Ja, 2017 war das, ne? Das ist schon ein bisschen was her. Aber also so ein Date, wie läuft das dann? Ja, das war tatsächlich ungewohnt. Also hast du so eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben? Darfst du das jetzt überhaupt erzählen? Ja, ist mir da egal. Also wenn die jetzt Palaver machen nach 7 Jahren, so, dann packe ich da noch mehr aus. Du, Und dann kommst du dann da an und muss dir vorstellen, bei so einem Format man ist immer getrennt. Nur sobald die Kameras an sind, trifft man auch aufeinander. So, ne? Okay. Und sobald die Kameras aus sind, ist man auch sofort getrennt wieder. So, ne? Und dann, dann bin ich dann zum Date da geführt worden. Mit Augenbinde. Quasi. Ne? Mit so einem Sack über dem Kopf. Nee, das war im Dschungel mit der Augenbinde, schwarze. Ne? Und und dann habe ich mich hingesetzt und ich weiß noch, wir haben da Schweinshaxe oder irgendwas haben wir da gegessen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das war so überfordernd. In Mabea? Schweinshaxe? Ja, oder so Hähnchenkeule oder keine Ahnung was. Und dann hat die Produktion sich noch lustig drüber gemacht, weil ich war halt so überfordert in der Situation. Du setzt dich dann dahin, musst das Gespräch mit ihr führen und da war ich auch nervös. Dann hast du um dich rum, weiß nicht, 20 Leute und die stehen ungefähr 10 Meter von dir entfernt. Dann hast du die Kameras, das ist dann keine Handykamera oder so, das sind ja quasi so, das sind ja richtige Maschinen, was sie da haben, so, ne? Und dann sitzt du dann da und die komplette Beleuchtung nur auf dich, so voll die Spots. Und dann versucht man dann einen klaren Gedanken zu fassen. Und ich habe halt echt nur Scheiße erzählt. Aber das war alles nur aus dem Bauch raus. Das war intuitiv. War ich dann halt da. Und da war ich wirklich da dann halt. Ne? Ich habe mich da echt nicht ablenken lassen, weil ich halt so überfordert mit allem war. Ja, und dann
Ja, und dann gehst du halt aus dem Date dann wieder raus, ja, und dann gehst du dann halt in die separate, oder gehst du zum Interview und dann hast du halt die Redakteure und RedakteurInnen da auch noch, ne? Die dich dann halt fragen, die achten drauf, wie hast du gestikuliert, was hast du gesagt. Also die komplett so psychologisches Bild von dir wird dann da innerhalb der 1 Stunde gemacht. Und und dann wird dann halt geredet über das Empfinden und keine Ahnung, warum, wieso, weshalb und so, ne? Aber vergisst man irgendwann, du hattest ja nicht nur ein Date, vergisst man irgendwann diese Situation, dass da so viele Leute um einen herumstehen? Auf jeden Fall. Echt? Du bist irgendwann voll raus. Am Anfang nicht. Das ist wie im Haus. Im Haus waren ja auch überall Kameras und am Anfang war das dann schon so, okay, da siehst du jede Kamera und du siehst ja, wenn sie schwenkt und so. Und ich bin meistens immer, wenn die Kamera am Schwenken war, habe ich mich immer wieder aus der Ecke da hier abgehauen. Komm, verzieht euch hier so, ne? Weil eigentlich für mich die schwerste Zeit, oder was heißt die schwerste Zeit, war halt mit Menschen, die man nicht kannte, 4 Wochen lang in so einer Villa zu sein. So, das war für mich hart. Ich habe meine Jungs vermisst, ich habe meine Leute vermisst, meine Freunde vermisst, meine Familie vermisst. Das waren so, da wird dir selber erstmal bewusst, wie tolle Menschen du eigentlich um dich rum hast. So, weißt du, wenn du mit anderen, und das waren ja keine schlechten Leute da, wir hatten da auch sehr viel Spaß, aber trotzdem wird dir dann bewusst, weil wir in unserem Leben, wir suchen uns die Leute ja bewusst aus, die wir in unser Leben lassen, weil das ist ja quasi die Familie, die wir uns dann selber zusammenbasteln. Ja. Ne? Und das ist mir dann immer mehr klar geworden, aber gleichzeitig, ich wollte, glaube ich, auch, die 3. Woche war das, wollte ich, glaube ich, abbrechen und habe gesagt, ey, nein. Und dann kommt dann halt die Produktionschefin und sagt, hey, Bro, ey, mach dir mal Gedanken, keine Ahnung was, ne, bliblablub und und dann war ich direkt wieder auf dem nächsten Date mit Jessie und die konnte halt einem auch echt schöne Augen machen und irgendwie einen so voll labern, dass man dann auf einmal doch bleibt und sich denkt, ja komm, das lohnt sich doch hier und wir passen schon zusammen, so, ne. Hast du das schnell gemerkt, dass das passen könnte? Ja, es ging, also erstmal war ich misstrauisch, glaube ich, weil ich bin ja aus dem Wagen ausgestiegen. Und ich kannte sie, durch die Schlagzeilen bei Promi Big Brother und so. Jessica Paschka? Genau. Du bist so echt wie so ein Louis ausgestiegen. Ja. Ne, Jessica Paschka? So bist du da ausgestiegen. Hey, ich weiß ja gar nicht. Doch, ich weiß es. Das Krasse ist auch, wenn ich drüber nachdenke, also jetzt so, dass ich erinnere mich an so wenig Sachen. Ich erinnere mich noch nicht mal an der Villa und wir waren an der Villa vor einem halben Jahr oder letztes Jahr waren wir an der Villa in Mabea, als wir mit dem Camper unterwegs waren, wo ich gedacht habe, so hey boy, ich möchte da nochmal hinfahren, ich möchte das mal sehen, weil alles, was danach, also für die Leute jetzt auch nur kurz zum Verständnis, die reale Zeit drüben war mega und hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit danach, wo die Presse sich eingemischt hat, wo man gerafft hat, okay, was da alles dahinter steckt, wie Jessie dann in manchen Sachen oder das Management agiert hat von ihr, das sind 1000 Sachen, die da mit reingeflossen sind, die ich gehasst habe, wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein Quatsch hier, wo ich hier drin stecke und so, ne? Und da hat das angefangen, dass ich das alles verfluche. Ich fand's cool und das ist nicht so, dass ich es bereue, die Zeit, aber ich stehe nicht dahinter, zu dem Zeitpunkt so erfolgreich gewesen zu sein, beziehungsweise so viele Follower auf Instagram zu bekommen haben und alles drum und dran mit einer Sache, worauf ich nicht stolz bin. Das war damit gemeint quasi, nicht, dass ich irgendwie es bereue oder irgendwas, weil das gehört zu meinem Leben dazu. Und das war viel mehr so von wegen, ey, boah, ja, die Leute mögen mich, die feiern mich alle, aber für was denn? Für dass ich ein netter Typ bin? Ja, wow, es gibt so viele korrekte Männer da draußen. So, sorry, so, ne? Und das habe ich nicht gerafft. Aber ich bin in Ordnung, ne? Komm, gib mir ein Kompliment jetzt. Du bist schon super in Ordnung. Ja. Ich muss immer an den Moment denken, als du dann die letzte Rose überreicht bekommen hast, wie dramatisch du die dann so weggeworfen hast und dann hast du dir deine Frau genommen und sie abgeklutscht. Ja, zu dem Zeitpunkt war das echt nicht sicher, ob die Rose da bekommen oder nicht bekommen. Mit wem? Achso, stimmt, du warst ja mit Johannes. Mit Johannes, ja. Mit Johannes war ich ja danach noch, wir waren in Dubai, wir haben da ein paar Sachen zusammen gemacht und so. Und beziehungsweise nachdem dann, ich war ja dann offiziell getrennt mit Jessie, weil wir haben ja so eine echte Beziehung geführt. Das ist das Absurde, wir haben uns vielleicht 2-3 Mal gesehen oder so nach den Sendungen. Und aber vor Kamera, und das war das Absurde, das habe ich halt nie verstanden, wenn die Kameras da waren oder Interviews gemacht worden sind, egal mit RTL, Exklusiv und Schieß mich tot, wo man dann Händchen haltend am Rhein vorbeiläuft, ja, wie habt ihr das gemacht, wie oft habt ihr euch gesehen, bla bla bla. Ey, dann wird dann da erzählt, so von mir, ja, jeden Tag und das und das und das. Und ich stehe daneben und denke mir, hä?
So Das ist lustig, diese Bullshit. Interviews musste ich auch schon so oft mit anderen Kandidaten machen, ne? Bachelorette-Paaren machen. Ja. Und das Lustige daran ist ja aber, du hast diese Staffel gewonnen Ja. und ich habe mit Jessie ja vorab diesen Dreh gemacht, als sie Bachelorette wurde. Ach, und krass. war bei ihr zu Hause mit ihren Eltern und ihrer besten Freundin, mit der Anna. Ja. Und habe Warst du diesen in Essen oder in Dortmund? in Dortmund. Ja, siehst du, das war ja nicht ihr Zuhause. Das fängt da auch schon an. Das sind ja die Sachen, Ich weiß. das ist alles so Fernsehen und deswegen nehmt es mir nicht übel, ihr Fernsehmenschen da draußen. Und deswegen hatte ich ja auch damals ein Problem mit manchen Leuten, die beim Fernsehen Mit mir. arbeiten. Ja, nee. Wo ich keinem mehr irgendwas geglaubt habe, weil da auch oftmals so viel Bullshit einfach nur gelabert wird. Und ich das dann irgendwann gerafft habe und mir gedacht habe, hey, boah, ey, was ist, wo stecke ich hier drin? Das ist alles Schwachsinn, was hier in die Kamera rein erzählt wird. Dann war ich war in Japan, war ich unterwegs, wir waren auf Tour. Auf einmal kommen Schlagzeilen, wo sie dann auch mit ihrer besten Freundin irgendwie durch Düsseldorf läuft und dann irgendwie so verheult und keine Ahnung was. Obwohl, es war alles gut. War ja Ich nicht habe so, ja ne? dieses ganze, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, wirklich, aber ich habe dieses ganze Drama, irgendwie ist das auch an mir vorbeigegangen. Und obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt auch in diesem Bereich gearbeitet habe, Ja. ich habe das gar nicht gerafft. So viel Drama war auch gar nicht da. Das war einfach alles dumm. Das war alles Schwachsinn. Sie hat da irgendwie ihr Ding erzählt. Ich weiß nicht, ob das vom Management gelenkt war oder nicht, weil in Persona ist sie ja kein schlechter Mensch, das muss man ja wirklich sagen. Und wenn du in dem Geschäft arbeitest, so, dann versucht irgendwie jeder so seinen Scheiß zu machen. So. Aber ein Team waren wir nicht und wir waren auch nicht wirklich zusammen, Alter. Sorry, das ist kompletter Quatsch. Da könnte ich 1000 Sachen könnte ich jetzt erzählen hier. Aber ja, dann ist es dann halt am Ende so geendet, wie es geendet ist. Und es ist auch gut so. Also jetzt ist sie ja die sind verheiratet mit dem Haller so, ne? Die haben ein Kind. Genau, ja. Das ist irgendwie aber auch super crazy, weil ich habe dann damals ja diesen Beitrag dazu gemacht, als die sich dann öffentlich als Paar geoutet haben. Und dann habe ich ja auch nochmal ganz tief ins Archiv gegriffen und nochmal diese Szene, wo du deine Hose so wegwirfst und wie er dann so ganz betröppelt im Taxi nach Hause sitzt sozusagen. Das ist, also, es ist schon irgendwie eine crazy, aber letztendlich für die auch eine schöne Geschichte, Ja. dass der Zweitplatzierte dann jetzt doch Ja. der Erstplatzierte ist. Und Tatsächlich. für mich ist es ja auch ganz gut gelaufen. Ja, ich habe so ein Fable für Bachelorettes, ne? Du bist jetzt meine dritte. Ja, Gibt es einen Kandidaten, der schon mal zweimal Bacheloretten hatte? Meine Fresse, das ist ein Fluch, ey, ehrlich. Nee, aber dreimal, auch das da. musst du aber erklären, dreimal Bachelorette, weil du warst in der Staffel bei Jessie, danach ist deine Ex-Freundin Bachelorette geworden Genau, und ich bin Bachelorette of Arts. genau, ja. Ich habe studiert. Die studierte, ja. Ich bin Ja, die alle studierte guten- Bachelorette. Alle guten Dinge sind halt 3, ne? Ja, Naja. eine weitere kommt jetzt auch nicht dazu, es reicht Nee. jetzt. Aber das meinte ich halt, das waren ziemlich wilde Zeiten und das war alles neu. Die Situation, die man selber da erlebt hat, die waren schön, aber alles, was danach dazu kam und ich meine, ich glaube, je mehr Leute sich dann auch eingemischt haben, desto schwieriger wurde es. Wem glaubst du nicht? Und das Schwere für mich war damals auch noch, dann hatte man ein anderes Management und dann jeder hat dir gesagt, was du zu tun hast und was richtig ist. Ich wusste gar nicht mehr, was ich denken soll. Ey, ich weiß noch damals, ich habe Werbung gemacht ich will den Teenamen jetzt nicht erwähnen, oder Es war ich hab so für- lustig. ich habe für so viel Bullshit Werbung gemacht bei Instagram und war so forciert, weil natürlich hast du dafür Geld bekommen und sowas und dann das Management macht die ganze Zeit Druck, ey, ja, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Ja, guck mal, da verdienst du das, du musst das jetzt mitnehmen. Und ich sitze dann da und denke mir, boah, scheiße, und dann bist du in diesem Tunnel und dann machst du alles, was derjenige sagt, der ja erfahren ist. Und ich, für mich so, der jetzt gerade so, okay, ich bin im Fokus hier, Schlagzeilen, Promiflash und alles so, ey, was krass, Alter, was geht hier ab so, ne? Und das war so überfordernd und ich habe einfach nur das gemacht, was andere mir gesagt haben und hatte vielleicht zu dem Zeitpunkt selber wenig Rückgrat oder so. Und ja, und das war dann eine dumme Zeit. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, Alter, was mache ich eigentlich hier so? Aber ne? es ist doch auch, glaube ich, super schwierig, weil du darfst dich ja danach irgendwie 3, 4, 5 Monate ja gar nicht öffentlich zeigen, weil zwischen Ausstrahlung und Drehende liegt ja eine gewisse Zeit. Ja. Und es ist doch auch super schwierig, in dieser Zeit überhaupt irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Ich glaube, Ja. das ist auch der Grund, warum so wenige Beziehungen aus diesen Formaten, wo man ja am Fernseher dabei hängt und sich so denkt, boah, die passen aber eigentlich gut zusammen, so. Ja. Aber die wenigsten davon schaffen das ja tatsächlich. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Wenn man das Ego zurückstellt.
Es ist ja für jede Person oder für jeden Protagonisten, der bei so einer Sendung mitmacht oder generell im Fernsehen was mitmacht, ist es ja so, dass sich das Leben entweder verändern wird, entweder zum Guten oder zum Schlechten, wie auch immer, dass sich viele Leute einmischen werden, dass jeder seine eigene Meinung hat. Das Krasse war ja auch noch damals, da waren ja so viele Meinungen von außen, die kannten ja mein Leben besser als ich mein Leben selber, wo ich mir gedacht habe, ey, so, hä? Und dann kommen ja auch Ne? Menschen aus allen möglichen Ecken. Ne? Ach, von der Dann Schule meldet damals. sich, Und was, nee, aber auch so alle, die dann was zu sagen haben. Ja, Ne? richtig, Also dann richtig. kommt Ja, da ja. irgendwie ein Ex-Freund, der packt dann über die Richtig, aus und genau, dann kommt ja. da irgendwie noch da ein guter Ja. Kumpel angeblich, Ja. der hat dann die und die Insider-Info. Also da kommen ja auch Menschen aus ihren Löchern gekrochen, Ja. die sich auf einmal einbilden, sie Genau. dürften auch noch was dazu sagen. Ja, das ist es. Und da, gerade dann in dem Zeitpunkt musst du ein richtig gutes Team sein und blind vertrauen. Was heißt blind vertrauen? Das nicht. Also da habe ich dann einen Zeller gemacht, war ja ein Fehler. Da musst du halt, jeder muss sich darauf einlassen und sagen so, hey, boah, wir ziehen das durch und wir versuchen das irgendwie zu wuppen hier. Und es passiert aber in der eigenen Psyche so viel und dann hast du die Aufmerksamkeit von allen. Jeder meldet sich bei dir und es sind so viele Faktoren, was jeder für sich selber erstmal verarbeiten muss. Da kannst du ja nicht direkt eine Beziehung führen, die langfristig gedacht ist oder so, weißt du? Und ich hab's krass ernst genommen. So, für mich war das, ich habe mich da krass verliebt. Ich war so stolz auf die letzte Rose da. Hab mir gedacht, boah, geil, ey, das wird meine Perle sein. So, das finde ich mega. Und habe mich richtig gefreut auf dem Weg zurück nach Deutschland, die Eltern kennenlernen, meine Eltern kennenlernen, weil ihre hatte ich ja damals kennengelernt und alles drum und dran. Und das war so richtig dumm. Ich bin so richtig naiv in die Sendung reingegangen. Von wegen, yo, ich mache mir eine geile Zeit hier. Ja, cool, verdiene auch noch ein bisschen Geld. Und dann warst du verliebt. Und dann war ich Verknallt. verliebt so. Verliebt? Verknallt war ich. Ich war gut verknallt, weil die ganzen Faktoren halt gepasst haben, so, weißt du? Ja, und dann bin ich auch froh, dass das nicht funktioniert hat, so. Und deswegen auch jetzt zum Beispiel, dass sie ein Haller-Kind hat, die leben jetzt auf Ibiza und alles. Weißt du, am Ende kommt doch alles, wie es kommen soll, so, weißt du? Und da ist auch gar kein böses Blut. Und warum manchmal wer wie handelt, ich meine, das ist alles schon lange her. Das hatte wahrscheinlich dann auch seine Gründe. Aber es war eine ziemlich wilde Zeit damals schon, ne? Aber das meinte ich mit der Zeit, die danach kam, die war schwer für mich. Und die fand ich scheiße, ja. Es kam passenderweise dazu auch eine Frage, dass wir ja unsere Beziehung eine Zeit lang wirklich komplett quasi aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben und du das ja aber auch grundsätzlich weniger gepostet hast und so. Warum das so war und ob wir quasi Angst haben, dass die Öffentlichkeit unserer Beziehung. Hallo, ich rede mit dir. Ja, ich habe nur kurz auf den Rechner geguckt. Entschuldigung. Das habe ich gemerkt. Ja. Was habe ich gesagt? Ob du Angst hast, ob ich Angst habe, ob die Beziehung öffentlich uns kaputt macht. Ja, so ähnlich war die Frage, ob wir quasi Angst davor haben und das deswegen rausgehalten haben oder auch vermehrt raushalten wegen der Öffentlichkeit. Genau, das war der Grund für mich. Weil ich auch Schiss hatte, weil ich meine, mit Maxim damals war das auch so, das ging dann ziemlich schnell öffentlich und das war ja, dann hast du hier Pärchenfotos, da Pärchenfotos und keine Ahnung was und es ist ja bekannt. Interview, sowas zum Beispiel, hast du Presse dann mit da und ich meine, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass es nicht funktioniert. Und generell, warum hast du dann so viele Pärchen, die da unterwegs sind? So, guck mal, ja ey, boah, wir würden ein gutes Paar abgeben, die würden ein gutes Paar abgeben, das wird da passieren. Dann hast du die ganzen Influencer-Pärchen da draußen. Das ist das, was die Beziehung kaputt macht am Ende. Weißt du, wenn du so eine Beziehung auf Instagram ausschlachtest oder in den sozialen Medien ausschlachtest, das ist doch Quatsch. Auf der einen Seite funktioniert es von den Zahlen her, weil die meisten sind ja halt, es ist ja so, dass man auf den Zahlen da aus ist, das ist wie beim Fernsehen, da brauchst du ja deine Quote, ne? Beim Fernsehen, ne? Und da ist es dann nicht anders, so, weißt du? Und mit Maxim war es auch damals so, man hat sich da immer gut verstanden und am Ende haben wir einfach nicht zusammengepasst, das muss man dazu sagen und auch wie dann am Ende alles abgelaufen wird, das war komplett absurd. Dann ist ja auch noch Bachelorette geworden und mein Gott, ey. Das ist aber was anderes und da ist es dann so, dass da auch die Öffentlichkeit vieles kaputt gemacht hat, weil man, glaube ich, als Paar noch nicht so gefestigt war, so, weißt du? Und das war bei uns dann anders. Man hat die Öffentlichkeit lange rausgelassen. Man musste sie, wir haben uns ja haben wir auch schon drüber geredet, in beschissenen Zeiten da halt kennengelernt, so. Und da ist das Letzte, woran du denkst, Instagram oder irgendein Quatsch, so, weißt du, da haben wir gerade die Bachelorette geguckt, so, ne? Das ist ja dann auch noch was anderes, so. Und dann,
ja, dann irgendwann war es so, ja, okay, dann warum nicht so? Und dann haben wir das aber nicht irgendwie. Warum nicht? Es stimmt ja so auch nicht so ganz, weil es war ja eher schon so, dass irgendjemand muss, glaube ich, geplappert haben, weil es kam ja auch schon E-Mails mit, stimmt das, dass Sina Lacey RTL-Redakteurin Sina Lacey deine neue Freundin ist und so. Ja, stimmt, ja. Also irgendjemand, und dann gab es auch schon Kommentare und es gab schon irgendwelche Artikel und so. Und dann haben wir halt gesagt, naja, jetzt dann, bevor es jetzt, weil wir wurden ja tatsächlich auch so mehr oder weniger heimlich dann mal hier und da fotografiert. Ja, genau. Und dann sind wir lieber jetzt diejenigen, die sagen, ja, okay, wir sind zusammen, wir sagen euch das jetzt einmal und damit reicht's aber auch. Ja, genau. Das haben wir ja auch ganz klar so kommuniziert. Ja. Es ist leider nicht bei jedem ganz so deutlich angekommen. Also ich muss sagen, die ersten 3, 4, 5 Tage, nachdem das dann quasi raus war, die waren so beschissen für mich. Ich weiß noch, am Tag selber habe ich ja abends auf dem Sofa gesessen und ich habe geheult, weil das alles auf mich eingeprasselt ist und damit habe ich halt nicht gerechnet. Naja. Und dass einfach jeder Mensch sich dachte, er könnte jetzt seine Meinung dazu äußern. Also es war ja auch so, du hast ultra nette, liebe Kommentare dazu bekommen. Und dann gab es aber auch unter irgendwelchen Promi-Flash-Artikeln, ich muss auch sagen, ich war da ja so doof und habe mir es dann halt durchgelesen, diese Kommentare. Aber es war ja für mich auch Neuland, dass auf einmal Menschen sich ein Urteil über mich bilden, die dann da so Sachen drunter geschrieben haben, wo ich so dachte, geht's eigentlich noch? Ja. Seine neue sieht aus wie seine alte. Guck mal, sie hat die gleiche Nase. Auf dem Foto, das ist doch Maxim. Die sieht aus, als wäre sie seine Mutter. Da dachte ich mir auch so. Das war geil, guckt euch mal ihre Ohrläppchen an, hat einer geschrieben. Was ist denn mit meinen Ohrläppchen verkehrt? Ich erinnere mich. Und all solche Sachen und dann natürlich auch PressekollegInnen, die ganz heiß darauf waren, am liebsten mit einem Kamerateam hier vor der Tür zu stehen und eine Home-Story zu drehen. Wobei ich halt sehr klar gesagt habe, das wird es nicht geben. So, das ist unser Privatleben und da wird es keine Home-Story und keine Liebesinterviews und sonst was geben. Das steht auch bis heute völlig außer Frage, dass es das nicht geben wird. Willst du kein Liebesinterview mit mir haben? Mache ich doch jetzt hier einmal in der Woche, gebe ich hier mein ganz privates, persönliches Liebesinterview. Ja. Nein, aber auf gar keinen Fall. Ja. Und mich hat wirklich teilweise diese Boshaftigkeit von den Menschen richtig schockiert. Und ich denke mir halt so, ey, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt die Fresse. Wie Teddy sagen würde, halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse, ja. Ja, also die Menschen heutzutage, gerade Promi-Flash-Artikel, das war auch damals so, da darfst du ja, was heißt, du darfst ja nichts an dich rankommen, oder was heißt, hört sich auch doof an, du darfst nichts an dich rankommen lassen, ne? Aber ist manchmal leichter gesagt als getan. Ja, wenn man da nichts mit zu tun hat, dann denkt man sich halt so, Gott, was habe ich gemacht? Und das war dann halt damals, wo ich es dann halt scheiße fand, weil dann halt Menschen auch fies sein können. Und dann musst du halt erstmal lernen, damit irgendwie umzugehen. Und das verändert halt viel in dir selber so. Und ich weiß nicht warum, aber heutzutage ist es immer noch so. Was lachst du so? Ich lach gerade, weil ich an eine Schlagzeile denken musste. Die war saulustig. Da stand einfach, das ist die neue Freundin von David Friedrich und sie ist keine Unbekannte. Da dachte ich so, okay, da habe ich den geöffnet, steht da so drauf, der Welt ist sie bekannt als Reporterin für diverse RTL-Formate, weil ich irgendwann mal eine Rutsche runtergerutscht bin und Achterbahn gefahren bin, bis ich eine Gehirnerschütterung hatte, bin ich der Welt bekannt. Da musste ich sehr drüber lachen. Ja, Menschen heutzutage, und das verstehe ich auch im Netz, ist es ja so, auch viele andere bekannte Kollegas, Cousinsinnen und so, die werden manchmal für Sachen beleidigt da und echt auseinandergenommen für Quatsch. Also wirklich für Quatsch. Und das ist, Menschen handeln heutzutage einfach aufgrund ihres Gemütszustandes. Das heißt, und keiner hinterfragt ja mehr, weißt du? Und wenn irgendwo was ist, was einem nicht passt, dann handelt man ja, anstatt zu hinterfragen, ist es ja einfacher, das Erstbeste, was man da liest, das als die Wahrheit anzunehmen und dann auch mit Hass zu reagieren, so, weißt du? Und Hass auf Hass funktioniert nicht, da kommt nur noch mehr Hass. Du brauchst, aber manchmal, das ist ja Quatsch. Aber manchmal, also es gibt ja auch genug
Personen in der Öffentlichkeit, die nicht mal einen Grund geben, Ja. sondern also wenn jemand scheiße ist, ja, dann sagt dem halt, du bist scheiße. So kann ich ja noch ansetzen, also es kommt dann auch immer auf das Level von Scheiße an, weil also die Leute, die irgendwelche Morddrohungen aussprechen oder dann so sagen, ich hoffe, dein Kind verreckt oder so, genau. denke ich mir so, du bist krank, lass dich einweisen und lass dir das Handy wegnehmen. So, aber dann gibt es ja auch noch da macht jemand eine ganz normale Story und dann schreibt einfach einer, du bist fett, du bist hässlich, du bist eine Hure, du bist keine Ahnung was. Ja. Und da denke ich mir so, warum? Das ist schon heftig so, ne? Ich bin doch jetzt auch nicht, weil mir langweilig ist, sitze ich doch jetzt nicht den ganzen Tag bei Instagram und hate in der Welt rum. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber es gibt halt solche und ich denke mir immer, dass der Mensch, der halt so viel Hass abgeben muss, so unzufrieden in seinem eigenen Leben ist und dass da irgendwas schief läuft. Und für mich ist das so, dass ich dann eigentlich Mitleid mit dem Menschen habe und mir denke so, hey, komm mal rum auf den Kaffee, wir quatschen. Nee. So, ja, nee, aber das ist für mich so, das ist so das Ding, dann wird er sich bessern. Weißt du, weil wenn du selber mit Hass so einem Menschen gegenübertrittst, passiert nichts. Und es geht ja darum. Ja, aber der wird sich auch nicht bessern, wenn du den auf einen Kaffee einlädst. Da wird er danach noch, das weißt du nicht. da lächelt der dir ins Gesicht und sagt Danke und dann schreibt er dir hinterher einen Kommentar, du bist ein Wichser. Das weißt du nicht, Sina. Doch. Das ist so, nee. Ich hatte Situationen. Du bist zu gut für diese Welt. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich finde, selbst wenn jemand scheiße zu dir ist, dann hat es seine Gründe. Und jemand darf dich nicht schlagen oder jemand darf nicht irgendwie dich misshandeln oder sonst irgendwas. Das ist ein absolutes No-Go. Aber manchmal hat es seine Gründe, warum man reagiert, wie man reagiert. Und ich finde zum Beispiel, das habe ich glaube ich in der ersten oder zweiten Folge mal gesagt, wenn ich Menschen treffe, die arrogant wirken oder so richtig eingebildet wirken und so, wo ich mir denke, boah, ey, meine Fresse jetzt, weißt du, ich denke mir meinen Teil dann manchmal, aber das heißt nicht, dass der Mensch dahinter scheiße ist, weil das, was wir ja alle tragen als Menschen, das soll sich jetzt auch nicht so Guru-mäßig anhören, ne? Aber das ist ja die Maske, die wir tragen, so, ne? Und genau. Aber das Ding ist, dass wenn man mal öfter mal hinterfragt, das ist so wichtig, weil ich habe Mädels kennengelernt oder auch Männer kennengelernt, die so arrogant gewirkt haben und auch im ersten Moment arrogant sind. Aber David, das ist doch ein Unterschied. Ob ich irgendwo hingehe und ich wirke auf andere Menschen arrogant und vielleicht abgehoben und ein bisschen unfreundlich, ist was anderes, als ich schreibe Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die schlimmsten Beleidigungen und Hassnachrichten. Ja. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das stimmt. Aber das Ding ist, der Mensch, das ist ja der Witz an der ganzen Sache, der Mensch oder der Dude, der da vor seinem Rechner sitzt, mit einem Bier in der Hand und einem Unterhemd und einem Senffleck drauf, der würde das ja niemals zu dir sagen, wenn er vor dir stehen würde. Genau, und deswegen denke ich mir, halt die Fresse. Und ich denke mir, ja, halt die Fresse, ja, natürlich, aber ich denke mir dann, ey, boah, sorry, du arme Sau, du hast echt krasse Probleme in deinem Leben so und das tut mir dann eher leid für den Typen. So. Kein Mitleid für Hater. Ja, da gibt es halt diese Ansichten, voll gut. Kein Mitleid für Hater. So, da mache ich so Sticker und die verteile ich jetzt auf jeder Toilette. Kein Mitleid für Hater, merkt euch das. Genau, ja. Ich habe aber auch noch eine Sache, die mir die Woche aufgefallen ist, wenn wir jetzt ein bisschen abrutschen, ne? Ist ja jetzt glaube ich nicht so schlimm. Ein Mensch hat der Sina die Woche heute ziemlich versüßt. Wer? David Helmut. Ja. David Helmut folgt Sina auf Instagram. Und ich weiß nicht warum. Also man muss dazu sagen, David Helmut ist Regisseur, ich kann es nicht aussprechen. So. Der macht auf jeden Fall krasse Sachen für Fernsehen und für Film und so, ne? Ja. Und mit seiner Freundin, weiß ich nicht, mit Lena, Schauspielerin, habe ich mich auch schon direkt verliebt bei Wrong. Wer es nicht gesehen hat, Werbung an dieser Stelle. Beste Sendung, wirklich. Ja. Beste Serie. Beste auf Serie RTL auf RTL Plus. Genau. Werbung unbezahlt. Genau. Die Rechnung kommt, David, ja. Und unglaublich geiles Pärchen, deswegen Short Night auch gerne reinhören. Ja, und du bist ein Fanboy vom David. Ja. Der David ist ein Fan vom David. Ja, und du hast, glaube ich, ein Fable für David. Das kann man so nicht sagen. Ich finde den halt einfach ultra lustig. Wirklich, ich finde den so lustig. Sorry, der ist auch lustiger als du. Boah, jetzt werde ich eifersüchtig, ey. Aber voll lustig. Wir hatten ja auch eine kleine Abstelle. Ich hab gesagt bekommen, dass ich lustiger bin als du. Ja, das stimmt. Das hat mir die Woche gerettet. Deswegen, es liegt einfach... Warte, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja.
Und ich finde, dass auch, der macht auch einfach geile Produktionen, das muss man ja auch sagen. Und der hat auch wirklich fachlich Ahnung von dem, was er da macht. Und deswegen habe ich mich voll gefreut, als ich bei Instagram gesehen habe, David Helmut folgt mir jetzt. Also, Ey, danke. Also, Sina, jetzt kann ich es dir auch sagen. Weißt du, warum ich mir hier so viel Mühe gebe mit dem ganzen Equipment, mit den Kameras, mit dem Mikrofon, mit dem Licht, was hier steht? Weil ich einfach möchte, dass du auch auf mich aufschaust, wie zu dem anderen David. Das mache ich doch. Ja, sehr gut. Ja, Du bist aber das, mein David Nummer 1. das hat dich ziemlich gefreut, ne? Das fand ich irgendwie cool. Ja, was soll ich sagen? haben wir ein Video zu? Ist Bonusmaterial. Nein! Doch, das wird Nein. hochgeladen auf dem Da Kanal. sehe ich so scheiße. Da sehe ich noch beschissener aus als heute. Du siehst nicht scheiße aus. Das war halt dein Gemütszustand diese Woche. Dazu muss man stehen. Man kann nicht immer irgendwie hier, ne? Heidi-Teiti-mäßig immer perfekt aussehen. Das geht nicht, ne? Ich war diese Woche eine einzige Hassnachricht. Gemütszustand, Hassnachricht. Ja, So, das ich stimmt. bin dran mit dem Fragenroulette heute. Ja. Willst du noch was sagen? Nee, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Notizen, aber ich habe immer das Problem bei den Notizen, dass das immer hier komplett in die Hose geht. Ich hatte vorhin auch irgendwie was drinstehen, das habe ich aber gelöscht. Von wegen, ich stehe auf Frauen, nicht 0815. Ich wusste nicht, wann ich mir das aufgeschrieben habe. Und dann habe ich vorhin überlegt, okay, was meinte ich denn damit? Du hättest es besser schnell gelöscht. Nee, und dann habe ich es gelöscht, aber weiß ich nicht. Also ich stehe nicht auf die 0815. Mittlerweile auf Instagram sehen ja auch alle Frauen gleich aus, das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja, die Vielleicht haben alle meinte den ich- gleichen Schönheitscheckpunkt. Vielleicht meinte ich das so, ne? Aber Ja. warum willst du mir das erzählen? Weiß ich nicht, irgendwas hatte ich da im Kopf. Aber naja, ja, frag mich your Fragen, ne? Jetzt kommt das Fragenroulette. Oh, Yes. dafür brauchen wir auch noch so einen Song. Ja. Also, Frage Nummer 1. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wann ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht habe. Und was war's? Oh, Sina, können wir uns da einigen, dass du mir die Fragen vor der Sendung Nein, das ist ja fragst? der Sinn der Sache. Ja, aber ich weiß noch nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Doch, gestern waren wir bei Querbeat. Ja, dann kann ich sagen, also gestern war ich das allererste Mal auf einem Konzert, wo ich richtig viel Spaß hatte. Ja, das Als ist Gast, ne? Also so ist es nicht. Ich trommel schon sehr gern bei EC, ja. Okay. Aber mir fällt nichts ein. Vielleicht für die nächste Folge dann fällt mir was ein. Also wenn nicht das, ja. Nee, du hast heute was gemacht. Wir haben gefacetimed, als du auf dem Klo gesessen hast. Ach ja, stimmt. Wir sind, das war so gut. Ja, also das Glamping hat uns auch wirklich für immer jetzt zusammengescheißt. Das war so Wir haben gut. so einen schlimmen Pipi-Kaka-Humor. Das Ja. ist wirklich schlimm. Ja, das ist, naja, das hat sich dann halt irgendwann etabliert, aber das wollen wir auch nicht weiter ausführen. Pipi Kaka bleibt privat. Da haben wir uns drauf geeinigt, nur du hast mich im falschen Moment angerufen. Ja, ich war halt völlig verkatert heute Morgen und hatte Hunger und Durst. Und dann habe ich dich bei FaceTime angerufen. Ja, weil das Haus hier auch, das ist eine Villa hier auch, ne? Ich wusste Wir haben nicht, hier, wo du warst. In mit welchem 20 Flügel. Etagen hier. Genau. Ja, okay. Und dann habe ich dich halt auf dem Klo erwischt. Ja. Ja, war Ja. lustig. Habe ich einen Screenshot von gemacht. Das ist Bonusmaterial. Wenn du das David Helmut Video hochlädst, dann lade ich den Screenshot hoch. Okay. Was wäre das erste Gesetz, das du einführen würdest, wenn du plötzlich Herrscher der Welt wärst? Das erste Gesetz. Ja. Boah, Wodka-Cola für alle. Wodka-Cola für alle. Das ist übrigens das Getränk, was ich am liebsten trinke. Normalerweise trinke ich nie was anderes, ne, wenn es um alkoholische Getränke geht. Das erste, was ich machen würde, boah, ich glaube, das soll sich jetzt auch nicht so wieder so Guru anhören, ne? Aber guck mal, solange es Religion, Macht und Geld gibt, wird es auch immer Kriege geben. Ich glaube, ich würde einfach Geld, Religion und Macht abschaffen. Und dann versuchen, dass alle irgendwie gemeinsam leben und eine neue Struktur aufbauen, sodass jeder zufrieden und glücklich sein Leben kann, ohne dass man seine eigenen Interessen so radikal versucht durchzuboxen, wo man selbst Kinder umbringen würde oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich machen würde. Und wenn radikal, dann nur radikal positiv. Richtig, genau.
Ja. So, auf die dritte Frage freue ich mich ganz besonders. Hast du schon wieder meine Haarspülung leer gemacht? Weißt du, ich wollte, also pass mal auf, guck mal. Ich war gerade duschen, ne? Und du hast ja extra schon so eine Stange geholt, wo so ganz viele Fächer drin sind, weißt du? Ja, wo da und jeder das war sein auch mal- eigenes Fach hat. Nee, Genau. lass mich ausreden, bitte, warte. Wo jeder sein eigenes Scheißfach hat, so, ne? Ich habe gar kein Fach mehr. Es stehen nur noch überall, von oben bis nach unten stehen überall nur noch deine Shampoos, Das Schampone, stimmt nicht. deine Duschgels, deine Spülung, deine Creme, alles Nein, steht da. das stimmt nicht. Doch. Das oberste Fach ist mit meinem Shampoo und meiner Spülung. Das Fach darunter. Das Fach darunter Ja, komm. Ne. ist Ja, erzähl keine Lügen jetzt Duschgel wieder. und dann stand da auch mal meine Haarspülung und dein Shampoo. Aber du hast ja gar kein eigenes Shampoo mehr in der Dusche stehen, weil du einfach nur noch meins benutzt. Du machst das Duschgel leer, du machst meine Spülung leer. Und das Problem ist ja, du benutzt es, du machst es leer und du lässt es leer in der Dusche stehen. Du kaufst kein neues. Du trägst so viel Hass in dir. Das tut richtig weh. Ich habe mir ein neues Hast Shampoo du geholt. meine Haarspülung wieder leer gemacht? Ja, Wo ist meine neue? kaufe ich dir. Die Rechnung kommt. Arschlecken. Ja, das war das Fragenroulette. Das war das Fragenroulette. Ja. So, Ausblick auf die Woche. Was machen wir? Ausblick auf die Woche. Ja, für mich geht's nach Australien, oder? Ja, wir machen nächste Folge, das wird super spannend, machen wir unsere erste Remote-Folge. Du Jo, in Australien, Ich in Australien. ich hier. Ja. Oh mein Gott. Das wird, ja, da habe ich auch ein neues Gerät für gekauft. Ne? Das müssen wir testen, ne? Ob das funktioniert. Ja. Donnerstag geht's für mich los nach Australia. Und ja, und ansonsten, morgen haben wir ein Fotoshooting mit The Band. Ich darf, glaube ich, noch nicht sagen, wofür, aber das wird ein Cover sein. Das ist ein Covershooting. Am Mittwoch gehen wir I zu think Mickey. so. Dann gehen wir zu Mickey Beisenherz. Das Ding ist, ich glaube, ich nehme jetzt schon den Duden mit, damit ich wenn der irgendwas erzählt, direkt mal nachschlagen kann, was er da so meint, was er erzählt. So ein Brockhaus, so ein Lexikon. So ein Lexikon, ne? Zum Mickey Beisenherz und Und dann bist du weg. und dann bin ich weg, ne? Dann werde ich mich mit der Frage befassen, ob ich jetzt hier noch weihnachtlich dekoriere oder nicht. Ja, eigentlich wollten wir jetzt auch im November jetzt schon so Weihnachtskram machen, ne? Ja, aber dann haben wir die Info bekommen, dass unser Dach neu gemacht wird. Also ein Teil der Decke und hier eine Großbaustelle herrschen wird in den nächsten Wochen. Und jetzt ist die Überlegung, ob ich das, weil wir müssen unser ganzes Wohnzimmer einmal in Kisten packen sozusagen, ob ich das überhaupt mache, ob sich das lohnt. Damit befasse ich mich jetzt, das stresst mich. Ja. Damit befasse ich mich jetzt schon sehr viele Tage, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Und dann geht es ja auch noch um unsere Reiseplanung. Stimmt, für den Dezember. Wir wollen weg. Wir wollen Wenn weg. ihr Tipps habt, wo ist es im Dezember in Europa schön und warm? Ja, Nicht so heiß, aber angenehm, sonnig. ja, das stimmt. Wir überlegen, ob wir nach Spanien fahren, ob wir nach Portugal fahren, ob wir auf die Kanaren fliegen, weil da wollen wir nicht hinfahren. Es sind Fragen über Fragen. Ja. Naja, das wird sich schon klären, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, wenn es Auf nach jeden dir Fall. geht, buchen wir das halt einen Tag vorher. Ja. Ja, cool. Ja. Finde ich super. Man muss alles etwas entspannter angehen. Man darf sich nicht so viel innerlich stressen, weißt du? Ich habe ganz viele Tabs offen im Kopf. Boah, das war so witzig, ey. Wir waren, Leute, pass auf, wir haben da zusammen in unserem Arbeitsbereich, ne? In so einem Coworking Space. Genau, waren wir am Worken und dann haben wir, keine Ahnung, irgendwann gesagt Feierabend oder irgendwann keinen Bock mehr. Und dann sagte Sina so von wegen, boah, ey, dann hat die mir gezeigt, wie viel Tabs sie auf hat. Also wirklich auf dem MacBook, ne? Und ey, das war der Wahnsinn. Und die sagte, ey David, ich fühle mich genauso wie bei der Masse an Tabs, die ich gerade hier auf habe. Ja. Das war so von irgendwelche Sachen für den Podcast bis hin zu Urlaub, bis hin zu Lebenslauf schreiben, bis hin zu Bewerbung abschicken, bis hin zu Mail raussuchen. Rezepte für einen Thermomix. Rezepte für einen Thermomix. Da war von allem, was du dir ausmalen kannst im Kopf, war da ein Tab auf. Und wenn dein Gehirn dann so aussieht, ja, dann kann ich es verstehen, dass man da so ein bisschen neben der Spur ist, ne? Ich versuche mich zu sortieren. Ja, So, wir kriegen das schon hin. jetzt ist Ja. es Zeit für die Weisheit der Woche. Ah, ja, jetzt gucken wir mal, ne? Ich sag
mal so, das war das falsche Intro oder die falsche Musik. Entschuldigung, David Helmut hätte es bestimmt besser gemacht. Das glaube ich auch. Ja, Weisheit der Woche jetzt, ne? So, du, guck mal. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich eigentlich so viele Sachen habe, aber ich muss es unterteilen. Halt dich kurz. Genau, weil wir schon bei 1 Minute 14 sind. 1 Minute 14? Stunde 14 sind Und so, ich ne? muss Pipi machen. Muss Pipi machen. Es geht im Leben, ist es ja oftmals so, heutzutage, jeder möchte alles schnell haben. Jeder möchte alles haben, jeder vergleicht sich mit allem, jeder möchte alles, egal was man macht, man möchte es irgendwie schnell haben, es soll schnell passieren, was weiß ich was. Aber weißt du eigentlich, wann, egal was, am schnellsten passiert? Nee. Wenn du am langsamsten bist. Wenn du bei dir bist, wenn du auf deine Intuition hörst. Und wir vergessen heutzutage, jetzt grinst du, ne? Ja. Voll gut. Ist gut, ne? Die kenne ich auch noch gar nicht. Die kennst du noch nicht. Das ist beim Autofahren kann ich, denke ich, ziemlich gern nach. So, ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, boah, ja, ich habe ziemlich viele Sachen, die ich auch dir erzählen möchte oder auch den Leuten erzählen möchte. Aber ja, das war das, was mir dann da halt so eingefallen ist. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du bei dir selber bist, wenn du es schaffst, wieder auf deine Intuition zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören, dann bist du auch in deinem Leben am schnellsten. Und dann wird auch alles so kommen, wie du es willst. Dann fällt es dir auch einfacher, Entscheidungen zu fällen. Und ich kann für mich sagen, alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben geführt habe, habe ich immer aus dem Bauch raus entschieden. Nach der Bachelorette, also selbst die Entscheidung mit der Bachelorette war aus dem Bauch raus. Irgendwann habe ich die Intuition, na, du weißt, Bruder, ja. Irgendwann habe ich die Intuition, ich kann es nicht aussprechen, ne, ehrlich. Irgendwann habe ich das Bauchgefühl, habe ich vergessen oder verlernt, drauf zu hören, weil man halt vom Außen so abgelenkt wurde, weißt du, weil jeder mischt sich ein, so viele Meinungen, so viele Vergleiche und heutzutage ist ja alles so offensichtlich, du gehst nur bei Instagram rein oder du guckst dir Nachrichten an oder egal was, du wirst ja von jeder Ecke so sehr beeinflusst, dass du aufhörst oder es verlernst, auf dich selber zu hören. Und wir haben nicht umsonst ein Bauchgefühl oder auch nicht umsonst eine Intuition, die uns dahin führt, wo wir eigentlich hin sollen. Weil die Intuition niemals was Schlechtes für uns möchte. Aber wir verlernen, auf sie zu hören, indem wir halt satt sind, indem wir Dingen hinterherlaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, nur weil es irgendwie schnell gehen muss. Je langsamer etwas geht und je mehr du bei dir selber bist, desto schneller kommst du dahin, wo du in deinem Leben sein möchtest. Punkt. Und es ist wirklich so. Also ich muss mir selber auch oftmals einreden, beziehungsweise mich darauf einlassen, weil ich es genauso oft vergesse, aber das ist der wichtigste Punkt, über den man nachdenken sollte. Und was auch noch krass ist nur eine Weisheit der Woche. Okay, aber das möchte ich dazu sagen, weil das ist ein wichtiges Ding, weil es auch ein bisschen so die Beziehung, die das Thema hier befasst und so. Jede Reaktion, die wir uns selber oder jede Reaktion, die wir zulassen in unserem Kopf, die fühlen wir auch. Kennst du das Gefühl, also wenn alles scheiße ist, fühlst du dich auch scheiße, ne? Ja. Richtig. Aber nur weil du es zulässt, dass das Gefühl dich übermannt. Weißt du, dir könnte es jetzt richtig scheiße gehen, aber wenn du gerade frisch verliebt bist, weißt du hast keinen Job, sagen wir, du hast alles in deinem Leben verloren, was es gibt. Jetzt nicht auf eine sehr harte, schicksalsbasierende Sache zum Beispiel, ne? Aber du fühlst dich widerlich, alles ist scheiße, dein Leben scheint irgendwie den Bach runterzugehen, alles ist irgendwie Kacke, alles ist scheiße. Kennst du das Gefühl, wenn du verliebt bist? Kennst du, hast ja mich kennengelernt. Jeden Tag. Dann hast du alles vergessen. Das Gefühl des Verliebtseins, und das merkst du erstmal eigentlich, was Liebe eigentlich ausmacht. Das ist richtig krass. Sobald du verliebt bist, aber dein Leben trotzdem den Bach runtergeht, hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass dein Leben den Bach runtergeht. Nicht mal ansatzweise. Und das Verliebtsein wirkt sich nicht aus, dass du jetzt irgendwie, dass du einen Job findest oder irgendwas anderes, so, weißt du? Und das ist krass. Und Liebe macht so viel mit uns und jeder von uns hat schon die Liebe in sich, nur vergessen, auf uns selber zu hören, weil die Liebe, die in uns steckt, ist eigentlich die größte und die schönste. Vielen Dank, Küsschen und so. Jetzt hast du 2 Weisheiten der Woche hier reingemogelt. Ja, Entschuldigung, das war Eifer des Gefechts und eigentlich, weil wir so viele Liebe von den Leuten bekommen haben. Nein, nicht noch mehr. Okay, ich muss auf Toilette. Ja, alles klar, dann hören wir jetzt auf. Ne? Ja, du Lustige, du.
Ja, ich bin lustiger als David. Alles klar. Ja. Ey, danke. Ja, wir haben jetzt auch hier YouTube und so, ne? Jetzt abonnieren, Glocke bimmeln. WSGMN. Genau, so heißt der Spaß. Nicht WJSGMN. Das ist eine japanische Pornoseite. Richtig, könnt ihr auch mal reingucken, aber ich stehe nicht so auf Animes. Aber Glocke gebimmeln und alles Herzen machen. Vergesst die Fotos nicht, gerne schicken an uns, die Shiny Winy Fotos. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal. Und wirklich vielen Dank an euch ganzen Spinner da draußen für die ganzen netten Nachrichten. Ihr seid wirklich, ihr seid echt cool. Wir sind hier Bros. Finde ich gut. Und schreibt uns auf unsere WhatsApp-Nummer, schickt uns auch da die Fotos vom Shiny Winy trinken. Ja. Und Fragen und Themen und so. Ja, alles schicken, was ihr wollt. Ihr seid eine geile Truppe draußen, vergesst das nicht. Küsschen aufs Nüsschen, Leute. Tschüss. Ah ne, warte. Achso, darf ich dir das Tschüss anbieten? Ja, tschüss. Tschüss.